Wir sind auf der Reise von Saarburg nach Belgien, und zwar geht es dort zu einem kleinen Ort, der etwa in der Höhe Mönchengladbach liegt, westlich von Mönchengladbach. Und dort gibt es einen Stellplatz, der naturbelassen ist oder in der Natur liegt, muss man sagen. Und darüber möchte ich heute berichten. Herzlich willkommen zu meiner Reportage. Ja, hier auf der Karte sieht man, wie wir gefahren sind. Es waren 280 Kilometer für uns. Hier nochmal ein Blick, etwas größere Karte. Wir sehen, etwa in Höhe Mönchengladbach liegt dieser Ort, wo wir jetzt hinwollen. Wir haben Ende Mai. Das Wetter war nicht so toll, den Tag hier. Es hat geregnet, aber jetzt ist es Gott sei Dank wieder trocken. Und jetzt sind wir auf den letzten Metern bis zum Stellplatz. Ich glaube, man sieht schon so, dass es eine etwas besondere Anfahrt. Wir fahren hier so in ein kleines Waldgebiet rein. Es ist ein geschotterter Weg, aber wir sind auf dem richtigen Weg, muss ich sagen. Man hofft dann natürlich, dass einem da kein großes Fahrzeug entgegenkommt, wenn man hier solche Wege fährt, aber das ist in diesem Fall auch nicht passiert. Ich schaue mir immer vor einer Anreise gerne bei Google Maps die Zufahrt eines Stellplatzes an. Habe ich auch in diesem Fall gemacht, aber konnte so auch nicht erkennen, dass der Weg so ist, wie er hier zu sehen ist. Aber diese Zufahrt zum Stellplatz ist nur wenige hundert Meter lang und wir sehen jetzt hier auf der rechten Seite schon ein Gebäude und wir sind jetzt in unmittelbarer Nähe des Stellplatzes. Wir sind jetzt schon auf der direkten Zufahrt zum Stellplatz und sehen auf der rechten Seite einen Schriftzug mit den Worten Anmeldung. Wir halten kurz und schon kommt uns ein anderer Camper entgegen, der hier auf dem Platz steht und uns anspricht und uns erklärt, dass er uns zeigt, wo wir stehen können mit unserem Wohnmobil. Geführt wird dieser Platz von einer Frau, die vorne im Wohnhaus wohnt und dort kann man sich dann auch anmelden. Die Chefin vom Platz war jetzt im Moment nicht da und somit hat das dieser Camper netterweise übernommen. Es handelt sich um einen Belgier, der aber Deutsch spricht. Er hat uns gefragt, ob wir Strom brauchen. Strom brauchen wir nicht. So können wir auf dieser großen Wiese stehen. Meine Bedenken hat er ausgeräumt, ob ich mich da vielleicht festfahren könnte. Nein, das wäre nicht der Fall. Das ist alles fest. Auch bei Regen gibt es keine Probleme. Im Moment sind wir die einzigsten, die hier auf dieser großen Wiese stehen. Das wird sich aber in den nächsten Tagen ändern. Es kommt der Feiertag Himmelfahrt. Jetzt ein Blick über die Wiese. Hier können mindestens weitere 50 Wohnmobile stehen. Wir sind an einem Montag hier auf diesem Platz angekommen. Da war nicht viel los, da waren viele Plätze frei. Das hat sich dann aber im Laufe der Woche geändert. Und zwar war es das lange Wochenende mit Himmelfahrt und dann hat sich der Platz doch ganz schön gefüllt. So sieht man hier jetzt noch viele freie Plätze. Das sind die parzellierten Plätze auf Beton. Eine End- und Versorgung gibt es hier auch. Hier im vorderen Bereich gibt es einen Bodeneinlass. Dort kann man Grauwasser ablassen, aber keinen Fäkalientank entsorgen oder entleeren. An der Hauswand gibt es einen Wasserhahn. Dort kann man Frischwasser tanken. In einem Nebengebäude befindet sich dann der Ausguss für die Kassettentoilette. Dann gibt es noch so einen Aufenthaltsraum für die Allgemeinheit mit vielen Informationsmaterial hier. Unter anderem findet man hier auch Kartenmaterial, um jetzt Radtouren zu machen. Aber so ein Raum ist auch nicht schlecht, wenn man jetzt ein Treffen organisiert und man vielleicht mit 10 oder mehr Personen mal zusammen sitzen möchte. Gerade wenn das Wetter nicht so toll ist, dann bietet sich sowas dann eben an.
In der Nacht hat es immer mal wieder geregnet. Da war ich so ein bisschen skeptisch, was den Boden betrifft, ob der auch noch fest genug ist, dass ich auch hier wieder wegkomme. Aber das war kein Problem. Es blieb alles gut und fest. Strom gibt es hier. Der Platz kostet 10 Euro, inklusive Strom 12 Euro. Das Wetter besserte sich, die Sonne kam. Es war noch etwas frisch, es war nicht ganz warm, aber das macht nichts. Wenn man eine Radtour machen will, dann geht das auch bei so einem Wetter. Hauptsache es ist trocken. Und wir wollen nicht nur eine Radtour machen, sondern wie sollte es anders sein, auch eine Geocache-Runde fahren. Diese gesamte Region ist eine sehr gute Region, um mit dem Fahrrad zu fahren. Es gibt hier sehr viel ausgewiesene Fahrradstrecken. Wir nutzen das Handy, um den richtigen Weg zu finden. Das kann man machen mit Google Maps. Da gibt es aber auch verschiedene Apps, die man sich da runterladen kann und damit den richtigen Weg finden kann. Wir haben die Geschichte von Geocaching. Da gibt es eine App und da ist jeder kleine Weg eingezeichnet und damit fahren wir dann. Man sieht, hier sind die Fahrradwege alle ausgeschildert. Also wenn man dann eine normale Karte hat, findet man den Weg dann auch hier. Hier ist alles zum Fahrradfahren und auch zum Wandern ausgelegt. So findet man schöne Rastplätze, so wie hier zum Beispiel an einem kleinen See. So kann man, wenn man sich hier niederlässt, nochmal schauen, wo kann ich mit dem Fahrrad hier überall hinfahren. Wir sind hier in einem landwirtschaftlichen Schutzgebiet und da sieht man auch schon mal solche Felder mit so schönen Blumen. Dann haben wir auf unserer Fahrradtour noch Pferde gesehen am Wegesrand, besondere Pferde, künstlerisch sehr schön und gut gemacht. Vielleicht hat das damit zu tun, hier gibt es in unmittelbarer Nähe ein Reitsportcenter, vielleicht gehört es dazu, ich weiß es nicht. Der nächste kleine Ort ist etwa 5 Kilometer vom Stellplatz entfernt. Wir haben hier jetzt einen Bäcker gesucht und das war gar nicht so einfach, aber wir haben dann letztendlich einen gefunden und wie das dann immer so ist, der hatte an diesem Tag geschlossen. Dann haben wir aber eine Chance gefunden, weil wir ja unbedingt Brot brauchten, Brot einzukaufen. Und zwar steht dort ein Automat, dort kann man dann einige Euro einwerfen und kann sich dann ein entsprechendes Brot aussuchen, was man sich dann da aus dem Automaten entnehmen kann. Fand ich eine ganz interessante Geschichte. Dann kam der Himmelfahrtstag und dann füllte sich der Platz richtig. Die ganze Wiese stand hier fast nachher voll. Gut, es waren immer noch einige freie Plätze und was wichtig ist, jeder hatte so noch ordentlich Platz zwischen den Wohnmobilen. Die Plätze mit Strom, die waren alle belegt, da gab es kaum noch mal einen freien Platz. Aber ich denke, dass fast jeder mit seinem Wohnmobil 1-2 Tage stehen kann, ohne Strom, auch wenn er keine Lithiumbatterien hat. Den Kühlschrank lässt man dann auf Gas laufen und dann sollte es alles kein Problem sein. Wir waren 5 Tage auf diesem Stellplatz in Belgien, haben uns dort sehr wohl gefühlt, haben mit den Fahrrädern mehr als 100 Kilometer insgesamt zurückgelegt und es war für uns eine gute Zeit. Wir haben dann weitere Stellplätze in Belgien angefahren, darüber werde ich noch berichten, demnächst hier auf diesem Kanal. Das war's mal wieder. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.